Ich bin gerade maximal überfordert. Hallo. Ich bin jetzt hier gerade in Karachi am Bahnhof und ich werde jetzt hier schon wieder umlagert von Menschen. Und ich werde gleich mit dem Zug fahren, einmal quer durch Pakistan und es wird 18 Stunden dauern. 18 Stunden Zugfahrt. Es gibt kein Licht in den Abteil, es ist richtig dunkel. Und ja, wow. Also ich glaube, dass ich richtig bin, aber ich weiß es nicht so genau. Es wäre gerade einfach gut, würde das Licht funktionieren. Ich spreche halt auch nicht die Sprache, das ist der wohl größte Nachteil, den ich habe. Naja, wird schon. Aha, das Licht ging gerade an. Sehr gut, ich scheine auch alleine zu sein in dem kompletten Waggon. Und jetzt seid gespannt auf meine Kabine. So sieht's aus. Hier oben wird dann das Bett sein, was man runterklappt. Ja, scheint so, als hätte ich doch eine komplette Kabine für mich alleine. Ja, und hier habe ich sogar eine Toilette. Ich habe noch nicht reingeguckt. Ja. Okay. Immerhin habe ich eine Toilette. So, das wird mein Bett sein. Ich will jetzt gerade nochmal sicher gehen, dass ich auch wirklich in dem richtigen bin. Weil hier steht zwar F, aber bei meinem steht FU2. Aber ich weiß nicht, was das bedeutet. Hier ist E. Naja, wird schon passen. Das hier sind die Leute, die immer helfen am Bahnhof. Und मेरे नाम सामुएल है। अच्छा, फवाद अहमद, कास्ट कोलाची, डिस्ट्रिक्ट भोटकी, एट मिरपुर माथेलो, विलेज अहमद खान कोलाची। Wie ihr seht, die Leute sind sehr nett. Boah, ihr glaubt gar nicht, wie froh ich bin, wenn ich angekommen bin. Beziehungsweise alles läuft und ich weiß, dass ich am richtigen Platz bin. Das wird gut. Man kann den Raum hier sogar abschließen. Hier. Was ziemlich cool ist, denn dann brauche ich keine Angst, um meine Kamerasachen zu haben. Ich muss jetzt echt erstmal hier zur Ruhe kommen, weil das war echt jetzt gerade alles ganz schön aufregend. Mehr als ich das erwartet hätte. Ja. Weil eigentlich geht es mir halt noch nicht so gut. Also ich hatte Kopfschmerzen, jetzt das gerade alles durch das Adrenalin irgendwo. Es geht los, der Zug ist gestartet. Mittlerweile ist auch noch jemand bei mir in der Kabine. Ein älterer Herr, der scheint auch sehr nett zu sein, wie eigentlich alle Pakistanis. Und jetzt ist der Zug gerade kurz rückwärts gerollt. Ja, 18 Stunden, es wird wild. Es wird sehr, sehr wild. Assalamu alaikum. Und das Schöne ist, hier kann man halt einfach mit offener Tür losfahren. Und morgen, wenn es dann heller ist, dann werde ich natürlich auch mal schön rausfilmen. Aus der offenen Tür heraus, beziehungsweise auch rausgucken. Das ist schon echt ein Abenteuer. Und jetzt hält der Zug schon wieder an, fährt schon wieder rückwärts. Naja, gut. Ich gehe jetzt mal in die Kabine und ich melde mich. Jetzt wird hier draußen gerade noch mit der Taschenlampe abgeleuchtet, die Gleise. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Wahrscheinlich, um zu verhindern, dass jetzt Leute einfach illegal in den Zug hier reingehen und reinspringen oder sich da dranhängen. Ist meine Vermutung. Der ältere Herr, der jetzt noch bei mir im Zug ist, der betet jetzt gerade. Es ist ganz interessant, jetzt gleich mal dabei zu sein. Ich filme mich natürlich nicht. Aber ja, es ist alles so anders. Es ist wirklich... Und hier allein schon das Waschbecken. Ey, das ist alles... Boah. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Ich kann es einfach nicht in Worte fassen.
fassen. Ach du Scheiße. Ich liege jetzt hier gerade oben. Naja, es scheppert ganz schön. Es scheppert richtig. Naja, aber das Bett ist ganz gemütlich und ich werde probieren zu schlafen. Ich habe Ohrenstöpsel zum Glück. Und was soll ich sagen? Ihr hört es ja selbst, ihr seht es ja selbst. Und ja, wünschen mir eine gute Nacht. Guten Morgen aus dem Zug. Ich habe die Nacht ganz gut überstanden. Ich dachte nicht, dass es so angenehm wird. Ich konnte zwar nicht so viel schlafen, aber ich war die ganze Zeit in so einem Halbschlaf und das war so, als würde man in den Schlaf gewogen werden. Nur ein bisschen, naja, rabiater. Aber es war ganz angenehm. Ich konnte dann am Ende doch irgendwie schlafen und ich fühle mich ganz gut. Also ist auf jeden Fall nicht zu vergleichen mit einem 18-Stunden-Flug. Aber ich bin jetzt ja auch noch nicht am Ende angekommen, wer weiß. Also hier die Gegend, wo ich jetzt gerade bin, ist nochmal ganz schön anders. Also hier ist sehr viel dreckig. Und ich glaube, hier herrscht auch sehr wahrscheinlich viel Armut. Also ich habe viele Kinder jetzt gesehen hier an dem Straßenrand bzw. an den Schienen, die da gespielt haben, in dem Schmutz mit irgendwas direkt auch da, wo der Zug fährt, also keine 10 Meter weiter fährt hier der Zug durch. Es ist schon heftig. Kurzes Status-Update von mir ist, ich bin jetzt fast schon 24 Stunden unterwegs, insgesamt mit zum Bahnhof hinkommen und warten und so weiter. Und ja, ich hatte auch gerade eine ganz unangenehme Situation gehabt hier im Zug, weil normalerweise war ja noch der Mann hier, der sich das mit mir geteilt hat, aber der ist dann ausgestiegen. Und dann kamen so 2 Pakistanis, vielleicht in meinem Alter, ein bisschen älter rein, haben gefragt, ob sie ein Foto machen können. Und dann habe ich gesagt, ja, also ist ja nicht schlimm an sich. Und dann waren sie halt sehr, sehr aufdringlich irgendwie und wollten immer mehr Fotos machen. Und meine Schuhe standen da halt, weil ich die ausgezogen hatte, damit es halt entspannt ist für die Fahrt. Dann hat er die einfach in die Hand genommen, sich so angeguckt und meine Sachen so angeguckt. Und der eine hat dann meine Kekse gegessen. Ich meine, ist auch nicht so schlimm, aber es war ein bisschen unwohl und dann wollten die gerne hier sitzen und dann habe ich gesagt, nee. Und dann hat der eine gesagt, bitte, bitte, bitte. Und ich so, nee, nee. Und dann hat er wirklich 5-mal bitte, bitte. Und ich wieder 5-mal nee. Bis sie dann wirklich gegangen sind, nachdem sie nochmal 1, 2 Selfies gemacht haben. Und dann wollte er noch meine Nummer haben. Da dachte ich mir so, ja, okay, Hauptsache, die sind gleich weg. Und dann hat er mir noch so geschrieben, ja, gib mir bitte 500 Rupien. So. Und ich so, hä? Also ich habe gar nichts zurückgeschrieben, nichts geantwortet. Ich habe hier auch mein Abteil, das ist jetzt gesichert. Und als sie reinkamen, haben die Tür hinter sich zugemacht. Also ein bisschen kurios, aber naja, ich bin sehr froh, wenn ich jetzt dann in der nächsten Stunde in Lahore ankomme, mich dann ins Bolt reinsetze, beziehungsweise in Uber. Bolt ist ja gar nicht hier. Und dann in meinem Hostel ankomme und da werde ich mich dann erstmal richtig erholen und entspannen. Weil ja, trotz der angenehmen Couch und den angenehmen Sitzen ist es natürlich trotzdem kräftezehrend. Vor allem ging es mir auch noch nicht so zu 100% gut und ich konnte auch noch nicht so viel essen und so. Deswegen wird es jetzt langsam Zeit anzukommen und sich ins Bett zu legen und einfach mal die Ruhe zu genießen. Irgendwie vermisse ich gerade mein Zuhause. Die Ruhe und den vielen Raum zum Durchatmen. Ich weiß, ich bin erst 7 Tage hier und trotzdem war jeder einzelne Tag wirklich sehr fordernd für mich. Und das begünstigt natürlich mein Heimweh.
Der Zug hatte dann noch einige Stunden Verspätung und ich war insgesamt ca. 26 Stunden unterwegs. Ich hab's geschafft. Endlich. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie froh mich das jetzt gerade macht. Und hier sind auch noch andere Touristen und einer aus den USA und wir haben gerade schon nett gequatscht und auch die Hosts hier sind super nett. Und die Stadt ist auf jeden Fall eine gute Ecke ruhiger als Karachi. Das tut auf jeden Fall auch gut. Und ich habe jetzt hier mein Zimmer. Ja, und was soll ich sagen? Gute Nacht. Und das war es dann auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, ihr fandet es auch mal interessant zu sehen, wie so die Zugfahrten in Pakistan ablaufen, besonders die langen Zugfahrten. Ich fand es auf jeden Fall abenteuerlich. Ja, aktiviert auf jeden Fall die Glocke, um das nächste Video nicht zu verpassen über Lahore. Ich glaube, das wird sehr, sehr schön. Und bis dann.